35 Jahre lang gab es keine neue Holzachterbahn und mit Leviathan hat sich 2022 das geändert und dann mit einem richtig großen Klopper und einer total verrückten Achterbahn. Was das ist, wo das ist und wie diese Bahn ist, darüber reden wir jetzt in diesem Video. Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und wir gucken uns heute Leviathan an und das ist eine Holzachterbahn aus dem Jahr 2022 von Martin & Flemings, Gravity Group und Gravity Craft Corporation. Leviathan hat 2022 als neueste und fast einzige Holzachterbahn von Australien eröffnet. Das Ganze in Queensland im SeaWorld, direkt im Surfers Paradise an der Gold Coast, und es gibt nur eine weitere gerade im Betrieb befindliche Holzachterbahn in ganz Australien und das ist Scenic Railway von 1912. Diese Bahn ist übrigens die Achterbahn, die am längsten kontinuierlich schon betrieben wird. Befindet sich übrigens im Luna Park Melbourne und im Luna Park Sydney. Gibt es noch eine Holzwilde Maus von 1959. Dieses SBNO seit 2022. Wir waren jetzt 2025 vor Ort und es wird daran gearbeitet. Es könnte also sein, dass diese Bahn zurückkommt. Aber damit gibt es nur 2 Holzachterbahnen und nur eine moderne Holzachterbahn. Und dazu kommt noch, dass Leviathan die erste Holzachterbahn ist, die nach 35 Jahren neu gebaut wurde in Australien. Aber wie kommt das Ganze eigentlich? Man hatte 2019 geplant, sich zu erweitern und ein 50 Millionen Dollar Invest zu tätigen für einen komplett neuen Themenbereich, den New Atlantis. Das sind ungefähr umgerechnet 30 Millionen Euro. Neben der Holzachterbahn Leviathan sollten dann auch noch 2 weitere Attraktionen hinzukommen. Zum einen Trident, ein SBF Visa Starflyer, wie ihr vielleicht kennt als Flyosaurus im Phantasiana Erlebnispark Straßwaldchen, haben wir auch schon mal Backstage gezeigt. Und dazu kam auch noch Vortex und das ist von Huss Park Attractions ein Suspended Topspin, also das ähnliche Fahrgeschäft, das gleiche Fahrgeschäft wie zum Beispiel Talokan im Phantasialand. Aber warum macht man das denn? Warum findet man auf einmal zu sich selbst und denkt sich, jo, wir investieren einfach mal einen richtig großen Batzen Kohle für eine Achterbahn und 2 Flatrides in einem ganz neuen Themenbereich? Man hat SeaWorld ein bisschen schleifen lassen und vernachlässigt. Zudem kommt dann aber auch, dass 2016 im benachbarten Dreamworld es zu einem tödlichen Unfall gekommen ist und das wirklich ein großer Schaden für die komplette Freizeitparkindustrie in Australien war und man mit massiven Besucherrückgängen zu kämpfen hatte. Und jetzt fragt sich der eine oder andere, warum sagt der Typ denn gerade, das war für 2019 dann irgendwie geplant und redet von der Eröffnung 2022. Man hat 2019 geplant, man hat gedacht, man eröffnet 2020, dann kam die Pandemie, Covid-19 und das Ganze hat nicht funktioniert. Man hat mehrfach verschoben, musste das immer wieder weiterschieben. Dann kamen so Sachen dazu, dass zum Beispiel der SBF Visa Starflyer, so wie er geliefert wird, in Australien nicht betrieben werden kann und da verschiedenste Sachen nachgerüstet werden müssen, dass dann die Regierung von Australien oder diese Vorgaben und Auflagen, die es von Australien an sich gibt, erfüllt werden. Und das ist bei dem Turm von Werk aus nicht gegeben gewesen. Und dann kam es halt zu diesen diversen Verzögerungen, die dazu geführt haben, dass Leviathan erst am 2. Dezember 2022 eröffnet hat. Und wie schon erwähnt, ist Australien ja super krass auf Sicherheit aus und es gibt so viele Auflagen und Dinge, die erfüllt werden müssen, die einmal den Preis für Attraktionen nach oben schießen lassen und zum anderen sehr aufwendig sind und für uns vielleicht ein bisschen beeindruckend sind, wenn wir uns nämlich mal Zahlen, Daten und Fakten angucken. Und Auflagen meine ich ernst, dass das ein bisschen crazy ist. Ich glaube, die haben neben den Catwalks teilweise bei der Holzachterbahn so kleine Polster, dass man sich dann nicht dran stößt, wenn man da langläuft und nicht aufpasst, wo man hinläuft. Das kenne ich nur aus Wartebereichen in chinesischen Freizeitparks. Damit diese Holzachterbahn anständig und sicher steht, braucht es ein Fundament. Und hierfür hat man dann bei Leviathan 1884 Kubikmeter Beton verbaut. 183.000 laufende Meter Holz wurden benutzt. Das ist übrigens Southern Yellow Pine aus den USA, das wird extra dafür benutzt. Damit hat man dann übrigens 660 Holzrahmen gebaut. Um das zum Halten zu bringen, braucht man 500.000 Nägel, 98.250 Bolzen und 6.000 Stützanker.
Und damit hat man dann eine Achterbahn von 1000 Meter Länge und einer Höhe von 32 Metern. Bei der Länge ist übrigens auch noch spannend, das ist die Länge, die bei der Rollercoaster Database angegeben wird und auch die Länge, die in einem Wikipedia-Artikel angegeben ist, der sich auf den Hersteller bezieht und auf Herstellerangaben. Der Park selber auf seiner Park-Homepage spricht aber von 909 Meter. Eigentlich ist das andersrum und die Parks mogeln da ein paar Meter dazu und nicht so rum, finde ich interessant. Das Design von Leviathan wurde von der Gravity Group gemacht, gebaut wurde die Achterbahn von Martin & Flemings und die Züge kommen von der Gravity Corporation, das ist eine Tochterfirma von der Gravity Group und das sind die sogenannten Timberliner Züge. Muss man mögen, sind vom Design ganz cool, weil die so ein bisschen roher und martialischer sind. Inzwischen immer total verrückte Frontcars haben. Ich finde die Bügel nicht geil, ich mag die gar nicht. Die kommen so von der Seite, wie man es bei Maurer Rides X-Cars kennt. Die finde ich aber bei Maurer noch schlimmer. Und allgemein sind die Züge auch ziemlich laut und nicht so laufruhig und haben auch schon Bahnen schlechter gemacht, wenn man damit dann irgendwelche Bahnen neu ausgestattet hat. Leviathan verfügt dann über 2 Züge, wo dann in 12 Reihen mit 2 Personen nebeneinander insgesamt also 24 Personen pro Zug Platz finden, was eine Kapazität von 270 Personen pro Stunde macht. Und die sausen dann mit 80 km/h durch diese Wooden Spaghetti Bowl. Aber eine große Besonderheit gibt es bei den Zügen noch, denn bei beiden Zügen ist die letzte Reihe gedreht und die letzte Reihe kann rückwärts fahren, beziehungsweise die letzte Reihe fährt rückwärts. Und da ist es aber in SeaWorld so geregelt, wenn ihr diese Rückwärtsplätze haben wollt, dass es das Ganze abchargt, dann müsst ihr ein extra Ticket für diesen Platz nochmal extra dazu kaufen. Ich habe jetzt vor Ort kein Schild gesehen, was das kostet und online keinen Preis gefunden, was das kostet. Bei Steel Taipan haben wir es zum Glück im Vlog auch gemacht. Hier haben wir es leider übersehen und auch vergessen und können es leider nicht nachhalten. Wenn ihr Leviathan fahren wollt, müsst ihr übrigens mindestens 122 cm groß sein und bis 1,40 Meter auch in Begleitung eines Erwachsenen. Von 1,40 Meter an dürft ihr alleine fahren. Leider ist aber bei 2 Metern Körpergröße auch wieder Schluss. Und praktischerweise gibt es auch einen Testsitz vorne vorm Eingang bzw. hinterm Eingang. Und damit sind wir auch beim Thema und Leviathan ist der sich Windende. Und ein Leviathan ist ein kosmisches Seeungeheuer aus der jüdischen Mythologie. Und der Brudi scheint wirklich schlechte Laune zu haben hier. Es gibt ein riesen Eingangsportal mit dem Schriftzug oben drüber. Es ist ein riesiger Eingang, dahinter befindet sich dann auch der Testsitz und die außen befindliche Q-Line. Es gibt aber noch einen riesigen Aquaman, der quasi vor seinem Dreizack steht, der Starflyer ist. Und ja, es ist sehr groß, sehr pompös und wirkt auf jeden Fall schon mal sehr cool in diesem neuen Bereich, der auch wirklich sehr schön und clean geworden ist. Dann ist der größte Teil der Warteschlange ja draußen, aber auch natürlich überdacht. Wir sind in Australien, das ist ein bisschen tricky sonst. Und dann wird man eingeteilt und zwar draußen schon. Es gibt da Markierungen auf dem Boden und Einteilung der kommenden Plätze. Und dann geht eine Schiebetür auf und man läuft durch den Indoor-Teil der Warteschlange und man läuft da komplett durch. Überall so beleuchtete Runen, die Stimme oder das Grummeln des Leviathan mit viel Bass dröhnt durch diesen Tunnel, der cool beleuchtet ist und auch eine Treppe nach oben führt und zwar in die Station. Aber dieser Tunnel ist schon sehr, sehr nice. Und die Station ist dann auch erstmal, wow, was ist denn hier los? Denn man hat quasi eine Höhle und diese Höhle hat dann Aussparungen und Löcher und da sind Screens hinter und dort ist der Leviathan unterwegs und der schlängelt sich, windet sich durch die Station, spricht zu uns, taucht mal an der Decke auf, taucht mal an der Wand auf. Ja, dann Einteilung in die Gates oder beziehungsweise Hinstellen in die Gates, wo man eingeteilt wurde und dann gibt's eine kleine Show. In der Front Row sieht man die nicht so gut, aber es gibt ein bisschen Nebel vor der Ausfahrt und dann geht's los nach draußen. Es ist natürlich ein bisschen schade, dass das so ein düsteres Thema ist und die Station so düster gestaltet ist. Die Station aber vorn und hinten offen ist und das Sonnenlicht reinkommt. Das macht es ein bisschen kaputt. Da wären Schnelllauftore, glaube ich, ziemlich coole, smarte Lösung gewesen, um wenigstens in der Zeit die Show aufrecht zu erhalten. In einem kleinen Knick raus geht's dann übrigens einen Kettenlift nach oben. Aber kurz auch noch zum Thema selbst beziehungsweise dem Zug. Und zwar hat man vorne halt den Kopf des Leviathan und die Gravity Craft Züge kennt man von vielen Messevideos von uns zum Beispiel, dass die sich immer irgendwas Neues, Spektakuläres, Großes, Aufwendiges einfallen lassen, was als Frontcar bei deren Holzachterbahnen dann stattfindet. Und man hat das aber sehr cool durchgezogen und hat auch noch dann die Schwanzspitze
hinten am Ende des Zuges, was ja irgendwie auch wieder ein Vorderwagen ist, weil man ja rückwärts fährt. Die beiden Reihen hinten haben jetzt auch nochmal Kopfstützen, damit man jetzt auch nicht irgendwie, wenn die eher näher kommen, da die Köpfe aneinander haut. Ja, und wie gesagt, geht's mit dem Kettenlift 32 Meter nach oben, große Kurve, großer First Drop in diese wirklich krasse holzerne Spaghetti-Schüssel. Jetzt ist das Ding, was soll ich euch groß über das Layout erzählen? Das ist ein Twisted Layout bei einer Holzachterbahn, was wirklich sehr gut ist, sehr gut fährt und vor allem für eine Holzachterbahn auch dementsprechend gut fährt, aber immer noch Woody-like. Aber jetzt geht's links, dann ein bisschen rechts, dann geht's so links mit hoch und so. Das ist ein bisschen schwierig zu beschreiben und das finde ich auch, glaube ich, gar nicht so zielführend. Das bringt euch auch nicht viel weiter. Es gibt aber ein paar Punkte, die hat der Park selber auf seiner Homepage bei so einer Übersicht dann gemarkert. Und es gibt Airtime Hill, Airtime Overhill, Overbank Turn und den Garden of Cyphers. Und ich glaube, das sind dann so die Punkte, die das vielleicht noch ein bisschen beschreiben. Ansonsten ist da, glaube ich, ein On-Ride-Video sich anzugucken, was ihr natürlich auch hier auf dem Kanal findet, hilfreicher von dieser Bahn, wo ihr dann einfach mal komplett diese Experience habt, wie das Ding dann durchknallt. Durchknallt mag man auch erst nicht meinen, weil wir ja hier mit 80 km/h Spitzengeschwindigkeit keine unglaublich schnelle Bahn haben einfach. Aber durch dieses close, enge, durch diesen Holzgebälk die ganze Zeit wirkt die Fahrt viel schneller. Und was dann auch wieder cool ist, man ist viel länger auf den nur 909 Metern unterwegs und hat viel mehr von der Fahrt und eine viel geilere Experience. Und Leviathan ist jetzt nicht nur eine sehr rar gesäte Art von Achterbahn in Australien, sondern auch eine Weltklasse-Achterbahn. Das ist einfach eine wirklich sehr, sehr gute Holzachterbahn. Und die hat man sich dann einfach in Land gestellt ohne Konkurrenz. Voll geil. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Achterbahn geworden, die man auf jeden Fall fahren sollte. Und Leviathan ist gefühlt die bestgestaltetste Holzachterbahn der Welt. Oder wie seht ihr das? Welche Holzachterbahn hat noch mehr und noch geilere Gestaltung als Leviathan?